Ich habe oft, wenn ich meinen Körper im Spiegel sehe, ziemlich krasse Dysphorie und das will ich auch eigentlich gar nicht beschönigen. Ich möchte jetzt nicht so ein romantisiertes Ding daraus machen von, ich fühle mich so empowered, ich bin so happy mit meinem Körper. Ich habe die meiste Zeit eine extrem distanzierte Beziehung zu meinem Körper. Ich versuche den in meiner Wahrnehmung oft sehr in den Hintergrund zu rücken und einfach zu ignorieren, dass der überhaupt da ist. Und dann habe ich immer mal wieder so Momente, in denen das genaue Gegenteil ist. Und ich stecke sehr viel Zeit und Energie da rein, zu diesen Momenten hinzuarbeiten. Abende, an denen ich feiern gehe oder Tage, an denen ich Bilder für Instagram mache, wo ich mich schminke, meine Haare am Abend vorher flechten lasse. Und das sind dann so diese ganz besonderen Momente, wo für ein paar Stunden alles in Ordnung ist. Wo ich mich wirklich schön finde, wo ich mich wirklich feminin finde und das Gefühl habe, mein Körper ist okay. Einerseits liebe ich das, wenn ich mich schön fühle, wenn ich Weiblichkeitsnormen entspreche, dann fühle ich mich am besten. Dann habe ich das Gefühl, ich bin die beste Version von mir selbst. Aber andererseits hasse ich die Macht, die diese Schönheitsideale über mich haben und über mein Selbstwertgefühl. Ich möchte irgendwann zu einem Punkt kommen, wo ich meinen Körper wirklich so sehr liebe, wie in diesen ganz wenigen Momenten. Das ist das große Ziel, zu dem ich gerade hinarbeite. So, ich möchte ja auch nicht als Frau passen. Ich möchte, dass ich schon queer aussehe und schon non-binary aussehe, weil ich bin non-binary. Aber ich möchte, dass Leute mich angucken und ganz intuitiv eine feminine Person sehen und sich nicht denken, oh, das ist eine eigentlich maskuline Person, die versucht, feminin zu sein. Ich weiß nicht, ob eine zum Beispiel hormonelle Transition überhaupt das Richtige für mich wäre. Nächster Baustein wäre dann der Kehlkopf als Ganzes. Da wollen wir die Kehlkopfposition anpassen. Dafür arbeiten wir an den Muskelschichten, die um den Kehlkopf herum sind, um quasi eine externe Hebung des Kehlkopfs hinzubekommen. Soundtechnisch macht das einen Unterschied für die Stimme. Und das ist noch so ein kleiner Bonuseffekt. Optisch verringert es eben die Sichtbarkeit des Adamsapfels. Ich muss gucken, dass ich nicht wieder die Tonhöhe Das ist glaube ich so ein kleines Grenzding. Du hast ein bisschen Tonhöhe. Ja. Denk nochmal ganz gezielt daran, diesen Fahrstuhl einfach nur nach oben zu schicken, okay? Aha. Mach's mal auf E bitte. Atmen. Gut. Da war auch ein Tonhöhenwechsel. Kannst du? Ja, ein bisschen. Also obwohl nicht doll. Das war kein Tonwechsel. Wenn es ein Tonwechsel gewesen wäre, dann wäre es E gewesen. Das war es nicht. Mhm. Wenn überhaupt. Das war eine Steigerung von Kehlkopf. Philosophie. Slay.
Ich würde sagen, dass ich früher eine sehr distanzierte Beziehung zu meinem Körper hatte. Also, dass ich so mich hatte und meinen Körper getrennt davon irgendwie betrachtet habe. Und die letzten Jahre irgendwie daran gearbeitet habe, das wieder anzugleichen, also meinem Körper näher zu kommen oder mich mit meinem Körper in Einklang zu bringen auf eine Art. Das mache ich zum Beispiel, indem ich Dinge mache, die Ausdruck von körperlicher Selbstbestimmung sind. Also zum Beispiel meine Haare selber schneiden oder tätowiert werden oder eine Hormontherapie anfangen. Alles Dinge, irgendwie so kleine Sachen, die ich mit meinem Körper mache oder die andere Menschen mit meinem Einverständnis mit meinem Körper machen. Das sind so kleine alltägliche Sachen oder auch manchmal größere, langfristige Sachen, die total helfen irgendwie, dass ich eine Beziehung zu meinem Körper jetzt aufgebaut habe oder dabei bin, die aufzubauen. Dahin, dass ich meinen Körper schön finde, dass ich mich schön finde und mich gut darin fühle oder gut in mir fühle. Körper ändern sich immer mit der Zeit und jeden Tag und im Verlauf des Tages. Ich habe keine beständige Beziehung zu meinem Körper, würde ich sagen, die immer gleich ist, sondern immer im Wandel. Und das finde ich auch gut. Ich hatte ein Seminar in der Uni zum Thema Frauenbild in der Gesellschaft. Es waren fast nur Cis-Frauen im Seminar. Es war eigentlich voll der schöne Raum so. Alle haben sich ganz viel ausgetauscht über ihre Erlebnisse und ihre Gefühle und so. Und dann hat sich so ein Gespräch entwickelt, wo ganz viele Menschen irgendwie über Body Positivity Bewegung geredet haben, was auch richtig nice war. Aber dann irgendwie auch voll der Druck aufgebaut wurde, dass alle Menschen so aus diesem Seminar rausgehen und ihren Körper lieben sollen. Und das hat mich ziemlich genervt. Ich bin zufrieden, wenn ich meinen Körper nicht hasse und ich muss nicht direkt 180-Grad-Drehung machen und alles lieben. Also, weiß ich nicht, in kleinen Schritten zum Erfolg reicht vielleicht auch. Für mich heißt T4T die Sicherheit, beziehungsweise in einer kompromisslosen Beziehung zu sein. Also mich nicht erklären zu müssen, weil ich jeden Tag mit zu vielen Menschen rede und mich gegenüber zu vielen Menschen erklären muss und rechtfertigen muss und beweisen muss. Und T4T bedeutet für mich, das nicht tun zu müssen. Also einfach existieren zu können. Also ich vergesse halt oft im Alltag, dass mein Körper überhaupt existiert, weil ich manchmal keine Objektpermanenz habe. Ich glaube schon, dass das halt viel Arbeit auch erfordert in meinem Kopf. Mir irgendwie auch zu sagen, dass mein Körper halt auch ein Tool ist, Dinge zu tun. Ich habe eigentlich eine ganz gute Beziehung zu meinem Körper, aber das hat auf jeden Fall auch ein bisschen Arbeit erfordert, weil ich so mit essgestörten Phasen auch gestruggelt habe. Also es ist nicht mein Place, das zu sagen, aber es regt mich sehr auf, wie Diätkultur immer noch prägt, wie wir halt über Körper sprechen. Das Problem liegt nicht an irgendwelchen Körpern, es liegt daran, wie über Körper gesprochen wird. Also Bewegung hilft mir eigentlich total, mit meinem Körper zu connecten und mich halt wohler zu fühlen, mich ausgeruhter zu fühlen, weniger gestresst zu sein. Und trotzdem hindert mich halt meine Depression total daran, das auch zu machen. Ich weiß das alles, dass mir das total gut tut und das ist halt auch das Problem, dass ich es dann halt nicht oft umsetze. Aber wenn ich es mache, hilft es mir einfach total. Und ja, erdet mich so ein bisschen. Das klingt ein bisschen so, aber es ist wirklich einfach so.
mein Transsein ist halt nicht irgendwie, was mir als Kind schon bewusst war oder irgendein Discomfort in meiner Kindheit, sondern eine positive Entscheidung. Und ich glaube, da ist, wo es manchmal für Leute schwierig ist, das zu verstehen. Ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass ich neurodivergent bin, weil Gender für mich keinen Sinn macht. Was bedeutet denn Femme sein? Wer hat die Definitionsmacht darüber? Also Femme zu sein bedeutet für mich nicht, eine Frau zu sein. Und ich glaube, das verstehen Cis-Heads überhaupt nicht. Und ich will das auch gar nicht. Ich will auch gar nicht irgendwie mehr zu den Sissies catern. Ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Beziehung zu meinem Körper. Also sie war mal schlechter, aber mittlerweile bin ich so sehr zufrieden und fühle mich sehr wohl. Gerade die Mastek war eben wichtig für mich. Also da hat sich in meinem Körperbild nochmal echt viel verändert, weil ja das so total befreiend für mich war. Aber ich habe auch eine Zeit lang damit gestruggelt, weil meine Narben eben relativ breit sind und ich es auch immer noch zugegebenermaßen schöner fände, wären sie irgendwie nicht so breit geworden. Aber das ist einfach auch, wie mein Körper heilt. Aber da lerne ich auch noch, das anzunehmen. Phalloplastik habe ich ja dann auch gemacht. Da war ich mir am Anfang gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt möchte. Also das war echt ein langer Prozess, aber ich habe einfach so lange immer wieder drüber nachgedacht, dass ich am Ende gedacht habe, okay, das ist einfach auch irgendwie ein Zeichen, dass ich das brauche. Und seitdem fühle ich mich in meiner Männlichkeit irgendwie sicherer. Das merke ich schon auf jeden Fall auch so in Interaktion mit anderen Typen. Was ich vorher gar nicht so gedacht hätte. Also es hat mich ein bisschen überrascht, dass es nochmal so viel ausmacht auch. Also was ich halt viel mache, ist Sport. Da habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann meinen Körper auch auf eine gewisse Art und Weise verändern, so wie ich das möchte. Und ich glaube, das ist halt wichtig, weil sich mein Körper ja in der Pubertät ganz anders verändert hat, als ich das wollte. Und ich jetzt mehr das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle über meinen Körper und ich kann darauf einwirken, was er für mich macht sozusagen. If you want to rule a society, or if you want to turn a society into your kingdom of slavery, just ask them to start hiding their bodies, their sex, their genitalia and everything, because it's something as personal as anything else in your life. Like, there is so much shame attached to it, the fact that it has to be covered, and the fact that basic revealing of it could be perceived as into so many other things. My body is a temple, and I love to take very good care of my body. I'm very, very happy in my own body. If being beautiful is a crime, then I've already committed it. I'm not a mistake. I am exactly how I'm supposed to be.
And as a human, I have a right to modify myself to my own choices, and that's what I'm gonna do. You know, getting my beard removed and getting, you know, my vaginoplasty and also getting a breast implant and this and that. And that, you know, I do not see that as anything bigger than getting a tattoo, for that example. Body is just another medium through which you express your life, and I think you should let it be free, let it fall free, let yourself express the reality of your body. And that's why I love to portray bodies in my art as naked, as pathetic, as real as I can, to show it to people that what are you afraid of? It's just a body, that those are just boobs, that's just a vulva, that's just a penis, and there is nothing more to it than you think there is. Few nerve endings that you click on, move in, and have pleasure out of it. Why don't you enjoy the hell out of yourself when you can? You've got one time. Make the most out of it, bitches. Go suck cocks.